Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, doch nicht viele haben darüber gesprochen. Es wird kein Amunet DLC in Ägypten geben und es wird auch kein AC1 Remake geben. Das wurde nun offiziell bestätigt, doch es gibt immer noch Hoffnung, dass wir Amunet in der Zukunft sehen werden. Was da genau gesagt wurde und was wir hoffen können in der Zukunft, das erfahrt ihr heute hier in diesem Video. In den letzten Wochen und Monaten haben wir unsere Augen weit aufgemacht zum Thema Amunet DLC. Wir haben in den letzten Wochen eine Figur von Amunet von Pure Arts bekommen. In den letzten Monaten haben wir Datenbank-Einträge gesehen, wo Amunet drin stand. Und natürlich ganz klar, und das ist ein Spoiler, zur Crossover-Story von Assassin's Creed Odyssey. Am Ende sind wir sogar in Ägypten und hinterlegen eine Schriftrolle. Und da war natürlich das nicht Geschrei, sondern der Wunsch groß, ein Assassin's Creed Origins DLC, ein Amunet DLC zu bekommen. Ich habe dazu auf jeden Fall auch in der Vergangenheit viele Videos gemacht. Schaut euch gerne mal diese Videos hier an. Ich blende sie jetzt mal hier ein. Das sind mehrere definitiv. Ich glaube 2 oder 3 habe ich gemacht zu den potenziellen Spoilern bzw. Verbindungen, die es zu einem Amunet DLC gab. Doch jetzt wurde das Ganze offiziell widerlegt. Nämlich, und das muss man einfach ganz klar sagen, das ist dann einfach ein Fact, der Executive Producer von Assassin's Creed, nämlich Marc-Alexis Coté, also der Boss von der Assassin's Creed Brand, hat es selbst widerlegt. Doch bevor wir uns anschauen, was Marc-Alexis Coté gesagt hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal ein Abo da lassen würdet, denn ich stecke hier sehr viel Arbeit rein in die Videos und würde mich freuen, wenn ihr mich dabei supportet. Vielen Dank und jetzt schauen wir uns an, was der gute Coté gesagt hat. Und zwar hat er in einem Interview sogar schon am 10. September, also das ist schon einen Monat her, hat er gesagt, dass die zukünftige Plattform Infinity es erlauben wird, dass auch kleinere Titel von Assassin's Creed bearbeitet werden können. Also können somit auch kleinere Studios von Ubisoft an vollen Spielen arbeiten, die ja dementsprechend kleiner sind. Und hier hat er nochmal bestätigt, AC Games not in development, despite rumors. Coté confirmed to Axios a remake of the first Assassin's Creed and a serious crossover set in Egypt. Das ist im Grunde das, was er gesagt hat. Also AC Games nicht in Entwicklung, unabhängig jetzt von den Gerüchten, sind natürlich ein Remake vom ersten Assassin's Creed und eine Crossover-Serie in Ägypten. Jetzt fährt hier so ein komisches Auto rückwärts und es piept so todeslaut. Kann so ein Auto so lange rückwärts fahren? Ich verstehe es nicht. Anyway, es wird keine Crossover-Story in Assassin's Creed Origins geben. Das können wir schon mal sagen. Nicht nur, weil hier gesagt wurde, in Ägypten wird es keine Crossover-Story geben, sondern auch ein anderer Artikel von Eurogamer. Ich glaube, der ist aus dem, auch vom 10. September tatsächlich. Dort wurde in einem Interview auch mit Marc-Alexis Coté eine Frage gestellt. Und zwar: Es fühlt sich so an, als würde eine Crossover-Story von Origins aufgrund von technischen Möglichkeiten zurückgehalten werden. Und da meinte Coté nur, ja, du hast komplett recht. Ein Crossover zu kreieren in Origins oder auch in älteren Spielen ist sehr komplex. Denn sie müssten da quasi alte Pipelines wiederbeleben. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, was er damit meinte. Er hat hier geschrieben, we have an archiving process like when we are done. Finally done, we do a closing kit. Also sie haben so eine Art, we put tape around the machines that were used to build the game. Also wir schließen quasi die Maschinen, die genutzt wurden. Wir packen da Tape rum, so ganz metaphorisch gesagt. And then we put them in storage and hope to never have to take them out again. Also dann packen wir sie ins Lager und hoffen, dass wir sie nie wieder rausnehmen müssen. Und der Grund, warum es in Odyssey eine Crossover-Story gab, ist, weil sie eben diesen Closing, diesen Schließungsprozess noch gar nicht durchgeführt hatten aufgrund der Pandemie. Aber Freunde, die Hoffnung ist ja noch nicht aufgegeben. Denn Marc-Alexis Coté hat bloß widerlegt, dass es eine Crossover-Story in Ägypten geben wird. Er hat aber nicht widerlegt, dass es eine Crossover-Story mit Aya bzw. aka Amunet geben wird. Denn Amunet war ja sowieso nicht in diesem Zeitpunkt mehr in Ägypten, sondern sie war ja in Rom. Ja, das sehen wir auch am Ende von Assassin's Creed Origins, denn da schreibt sie ja einen Brief an Bayek aus Rom. Ja, und dementsprechend werden wir vielleicht auch den Prozess sehen, wie sie dort das Bruderschaftsbüro aufbaut. Das kann man gut reinpacken als Geschichte. Und das Ganze wird nochmal angefeuert, denn Marc-Alexis Coté hat gesagt, auf die Frage, is Infinity a place we can see more of those, bezogen auf Crossover Stories, und er meinte, ja. Ja, also wir werden natürlich mehr Crossover Stories sehen im
Hub Infinity, was ja dann wahrscheinlich erst im Jahr 2026 rauskommen wird, 2025, das ist meine Vermutung. Heißt also, könnten da vielleicht noch eine Crossover-Story bekommen. Seht ihr das genauso? Wir kriegen keine Crossover-Story mehr in Ägypten, aber dafür mit Amunet, denn ich meine, das Kapitel mit ihr ist noch nicht vorbei. Also ich glaube, sie werden das nicht verpassen, diesen starken Charakter zu nutzen, der auch im Grunde beliebt ist bei vielen. Ich denke, sie werden das mitnutzen in einer kleinen Crossover-Story, vielleicht sogar in einem kleinen Assassin's Creed. Ich weiß ja nicht, was da alles noch kommt in der Zukunft. Da bin ich aber mal gespannt. Und das andere ist natürlich, Assassin's Creed 1 Remake gibt es auch nicht. Das war eigentlich klar. Jetzt kann man hier natürlich noch spekulieren, okay, wird es ein Remastered geben? Fände ich auch ganz okay. Aber um ehrlich zu sein, ja, ein Remastered, naja, gut, da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Gameplay-technisch vor allen Dingen kann da nicht sich viel ändern, meiner Meinung nach. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer umzusetzen bei der alten Technik. Fände ich ganz nice. Jetzt gerade zum Release von Assassin's Creed Mirage wäre das eine coole Sache, aber da muss man abwarten und Met trinken, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat diese News, naja, mehr oder weniger gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Dränger-Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Die verpasst ihr nicht, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und ich würde mich da mega, mega freuen. Aber nicht nur ich, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.